Die Psychologie der verborgenen Intelligenz. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass manche Dinge, die du jeden einzelnen Tag tust, die kleinen Gewohnheiten, die Art, wie du denkst, die Momente, in denen du dich selbst hinterfragst, heimlich Anzeichen von hoher Intelligenz sind? Nicht Noten, nicht Testergebnisse, sondern subtile psychologische Muster, die die Wissenschaft direkt mit tieferem Denken verbindet. Die meisten Menschen stellen sich Intelligenz als etwas Lautes vor. Schnelle Antworten, schlagfertige Kommentare, perfektes Gedächtnis. Aber in Wirklichkeit versteckt sich wahre Intelligenz oft in der Stille, in der Unruhe, im Selbstzweifel und sogar in der Langeweile. Also lass uns erforschen, was Psychologen über jene Köpfe herausgefunden haben, die anders denken, die selten wirklich dazugehören, aber die Welt oft mit außergewöhnlicher Klarheit sehen. Mal sehen, wie viele dieser Eigenschaften auf dich zutreffen. Erstens, du denkst zu viel, aber auf produktive Weise. Du denkst nicht einfach nur, du kreist, du analysierst. Du spielst Situationen in deinem Kopf immer wieder durch, lange nachdem sie vorbei sind. Die meisten Menschen sehen das als Angst oder Grübelei, aber Psychologen sagen, es steckt etwas Tieferes dahinter. Es nennt sich kognitive Reflexion, die Fähigkeit, deinen ersten Instinkt zu hinterfragen, bevor du handelst. Wenn die meisten Menschen vor einem Problem stehen, springen sie zur einfachsten Antwort. Aber du hältst inne. Du prüfst in deinem Kopf verschiedene Möglichkeiten. Du siehst mehrere mögliche Ergebnisse, bevor du dich entscheidest. Diese Gewohnheit ist tatsächlich einer der stärksten Prädiktoren für höhere fluide Intelligenz. Jene Form des Denkens, die hilft, neue Probleme zu lösen, nicht nur Fakten auswendig zu lernen. Forscher der Princeton University fanden heraus, dass Menschen mit hoher kognitiver Reflexion besser darin sind, emotionale Voreingenommenheit zu vermeiden und Fakten von Gefühlen zu trennen. Du reagierst also nicht einfach, du reflektierst. Und genau diese Reflexion, auch wenn sie dich manchmal nachts wach hält, ist dieselbe geistige Fähigkeit, die Wissenschaftler, Philosophen und Erfinder im Laufe der Geschichte genutzt haben. Sogar große Denker wie Einstein und Darwin waren chronische Überdenker. Darwin sagte einst, ich denke tief, weil ich nicht ruhen kann, bis ich verstehe. Das ist keine Angst. Das ist eine intellektuelle Neugier, die zu hell brennt, um sie zu ignorieren. Zweitens, du bleibst neugierig. Neugier ist nicht einfach nur der Wunsch, Dinge zu wissen. Es ist das Bedürfnis danach. Psychologen nennen das epistemische Neugier, und sie ist direkt mit hohem IQ und Kreativität verbunden. Eine Studie der University of London fand heraus, dass Menschen mit höherer Intelligenz konstant höhere Werte in der Eigenschaft Offenheit für Erfahrungen erzielten. Eine Persönlichkeitseigenschaft, die Vorstellungskraft, Flexibilität und den Hunger nach Wissen widerspiegelt. Vielleicht ertappst du dich dabei, wie du um 3 Uhr morgens die seltsamsten Dinge googelst, Dokumentationen über Themen ansiehst, die du nie im Alltag brauchen wirst, oder Fragen stellst, die andere nie in Betracht ziehen. Du sammelst Ideen so, wie andere Menschen Besitz anhäufen. Das ist keine Ablenkung. Das ist dein Geist, der sein Netzwerk erweitert. Neurowissenschaftler haben entdeckt, dass Neugier dieselben Belohnungszentren im Gehirn aktiviert wie Nahrung und Sex. Mit anderen Worten, Lernen fühlt sich für intelligente Köpfe buchstäblich gut an. Es verschafft ihnen einen Dopaminschub. Und genau deshalb fällt es dir vielleicht schwer, bei oberflächlichen Gesprächen interessiert zu bleiben. Dein Gehirn sucht immer nach Tiefe, nach dem Warum, nicht nur nach dem Was. Drittens, du redest weniger, aber beobachtest mehr. Wirklich intelligente Menschen dominieren nicht immer Gespräche. Sie hören zu. Sie lesen zwischen den Zeilen, bemerken Tonfall, Zögern, Widersprüche. Psychologen nennen das aktives Beobachten. Und es ist eng mit sowohl kognitiver Intelligenz als auch emotionalem Bewusstsein verbunden. Menschen, die diese Fähigkeit beherrschen, werden oft als mysteriös wahrgenommen, weil sie selten zuerst sprechen. Aber wenn sie es tun, haben ihre Worte Gewicht. Diese stille Beobachtung erschafft eine Art innere Landkarte anderer Menschen. Deshalb spürst du vielleicht, wenn jemand lügt, oder du fühlst Spannung in einem Raum, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wurde. Das ist keine Intuition. Das ist unbewusste Mustererkennung. Eine weiterentwickelte Form der Intelligenz, die dein Gehirn automatisch ausführt. Die klassische Forschung von Albert Mehrabian über Kommunikation zeigte, dass nur 7% dessen, was wir verstehen, aus Worten besteht. Der Rest kommt von Tonfall und Körpersprache.
Wenn du also mehr zuhörst als redest, entschlüsselst du tatsächlich die 93%, die die meisten Menschen übersehen. 4. Du zweifelst an dir selbst. Und genau das ist deine Stärke. Es klingt vielleicht seltsam, aber Studien zeigen, dass hochintelligente Menschen häufiger intellektuelle Demut erleben. Das Bewusstsein dafür, was sie nicht wissen. Das ist das Gegenteil von Arroganz. Die Psychologen David Dunning und Justin Kruger fanden heraus, dass Menschen mit geringerer Fähigkeit dazu neigen, sich selbst zu überschätzen. Ein Phänomen, das heute als Dunning-Kruger-Effekt bekannt ist. Je klüger du jedoch bist, desto stärker erkennst du die Komplexität der Welt und desto weniger sicher wirst du dir. Deshalb hast du manchmal das Gefühl, nie klug genug zu sein. Weil Intelligenz dich die Tiefe des Wissens sehen lässt, das außerhalb deiner Reichweite liegt. Ironischerweise ist genau diese Demut eines der klarsten Zeichen von tiefem Intellekt. Carl Sagan sagte einmal, das erste Zeichen von Intelligenz ist nicht, die Antwort zu wissen, sondern zu wissen, dass du sie nicht weißt. Also erinnere dich das nächste Mal, wenn du an dir zweifelst. Dieses Unbehagen ist keine Schwäche, es ist Bewusstsein. Und Bewusstsein ist die Grundlage aller Weisheit. 5. Du genießt es, allein zu sein. Einsamkeit ist keine Isolation. Sie ist die Art und Weise, wie dein Gehirn auflädt. Eine Studie im British Journal of Psychology ergab, dass Menschen mit höherer Intelligenz ein geringeres Maß an Zufriedenheit aus häufiger sozialer Interaktion berichten. Das bedeutet nicht, dass sie Menschen nicht mögen. Sie verarbeiten Stimulation einfach anders. Ihr Geist sehnt sich nach Stille, so wie andere sich nach Lärm sehnen. Wenn die Welt still wird, können ihre Gedanken endlich atmen. Viele hochintelligente Menschen beschreiben Einsamkeit als ihren kreativen Treibstoff. Nikola Tesla sagte einst, sei allein, das ist das Geheimnis der Erfindung. Sei allein, dann werden Ideen geboren. Wenn du dich jemals für einen stillen Abend des Nachdenkens statt für eine laute Party entschieden hast, du bist nicht asozial, du bist selbstregenerativ. 6. Du erkennst Muster, überall. Vielleicht siehst du Verbindungen, die anderen entgehen. Wie Emotionen mit Verhalten verknüpft sind, wie Entscheidungen sich wie Schleifen wiederholen, wie selbst das Chaos der Welt einer verborgenen Struktur folgt. Das ist keine Überanalyse, das ist Mustererkennung, einer der stärksten kognitiven Indikatoren für Intelligenz. Forscher am MIT fanden heraus, dass die Fähigkeit, verborgene Strukturen zu erkennen, in Musik, in Sprache, in menschlicher Dynamik, Kreativität und Problemlösungsfähigkeit viel genauer vorhersagt als reine IQ-Werte. Deshalb lieben intelligente Menschen oft abstrakte Kunst, Philosophie oder Symbolik, weil sie Bedeutung unter der Oberfläche sehen, wo andere nur Formen wahrnehmen. 7. Du fühlst intensiv, manchmal schmerzhaft. Intelligenz ist nicht nur Logik, sie umfasst auch emotionale Tiefe. Die Theorie der asynchronen Entwicklung in der Psychologie erklärt, dass hochintelligente Menschen Emotionen intensiver empfinden als ihre Mitmenschen. Ihr Mitgefühl und ihre Analyse existieren gleichzeitig, was zu einer ständigen inneren Spannung führt. Sie fühlen zu viel und denken zu tief, oft zur selben Zeit. Deshalb können Stille, Natur oder Musik dich auf eine Weise berühren, die andere kaum nachvollziehen können. Dein Nervensystem verarbeitet mehr Daten, emotional wie intellektuell. Das ist keine Überempfindlichkeit, das ist Tiefe, denn du stellst alles in Frage, auch dich selbst. Von gesellschaftlichen Normen bis hin zu persönlichen Überzeugungen, du nimmst Dinge nicht einfach hin, du fragst, warum? Diese Gewohnheit ist mit Metakognition verbunden, dem Denken über das Denken. Es ist die Fähigkeit, den eigenen Denkprozess zu beobachten und zu analysieren, etwas, das Philosophen und Wissenschaftler gleichermaßen verbindet. Kinder mit hohem IQ neigen dazu, Erwachsene mit endlosen Fragen zu nerven. Doch genau diese Fragen sind frühe Anzeichen metakognitiver Neugier. Als Erwachsene hören diese Menschen nie auf, nach besseren Erklärungen zu suchen. Deshalb fällt es dir wahrscheinlich schwer, mit Menschen umzugehen, die einfach nur der Masse folgen. Du bist nicht für Gehorsam gemacht. Du bist für Verständnis verdrahtet. 9. Dir wird leicht langweilig. Aber diese Langeweile ist dein Treibstoff. Intelligente Köpfe sehnen sich nach Stimulation und wenn sie diese nicht bekommen, trifft sie Langeweile wie eine Wand.
Aber genau diese Unruhe kann Kreativität entfachen. Eine Studie der University of Central Lancashire aus dem Jahr 2014 zeigte, dass Langeweile tatsächlich die Kreativität steigern kann, weil sie das Gehirn dazu anregt, nach Neuem zu suchen. Wenn dein Geist also während Routineaufgaben abschweift, fühl dich nicht schuldig. Das ist dein Gehirn, das leise nach der nächsten Herausforderung sucht. 10. Du verbindest Logik und Emotion. Wahre Intelligenz bedeutet Gleichgewicht. Du weißt, wann du der Vernunft vertrauen kannst und wann du dem Gefühl folgen musst. Psychologen nennen das integratives Denken, die Fähigkeit, Wahrheit aus mehreren Perspektiven zu erkennen und Widersprüche auszuhalten, ohne daran zu zerbrechen. Das ist es, was Klugheit von Weisheit unterscheidet. Ein kluger Mensch gewinnt Debatten, ein weiser Mensch versteht Sichtweisen. Wenn du also zu viel nachdenkst, neugierig bleibst, Einsamkeit genießt, an dir zweifelst und mehr bemerkst als die meisten, dann bist du vielleicht nicht komisch, vielleicht bist du einfach auf tieferes Denken ausgerichtet. Denn Intelligenz ist nicht immer laut. Manchmal ist sie still. Sie hört mehr zu, als sie spricht, beobachtet mehr, als sie postet und stellt mehr Fragen, als sie Antworten gibt. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum sie so selten ist. Wenn du es liebst, die Psychologie hinter menschlichem Verhalten zu verstehen, dann abonniere diesen Kanal jetzt. Denn hier lernen wir nicht nur Fakten, wir entschlüsseln den menschlichen Geist.